Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das Thema Drohnen ist aktuell sehr präsent. Besonders in der EU wird darüber nachgedacht, verstärkt in diesem Bereich zu investieren, sei es an der NATO-Ostflanke mit einem Drohnenwall oder in die Drohnenabwehr. Speziell bei den dänischen Flughäfen haben wir ja diese Drohnen, ja, Zwischenfälle gehabt und dementsprechend wird sich hier einiges bewegen und ich glaube, dass hier auch einige Aktien entsprechend gut davon profitieren könnten. All das besprechen wir in diesem Video. Ich möchte euch in diesem Video wieder so einen kleinen Überblick über die Drohnenaktien liefern und am Ende des Videos stelle ich euch noch eine neue Drohnenaktie ganz kurz vor, die eine sehr, sehr geringe Marktkapitalisierung hat und so ein bisschen unter dem Radar fliegt und aus Frankreich kommt und dementsprechend gerade auch, weil Europa sehr stark in dieses Thema investiert, wahrscheinlich auch besonders interessant werden könnte. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass natürlich entsprechend europäische Drohnenaktien meines Erachtens sehr interessant werden könnten. Da haben wir auch natürlich auch einige und gerade Frankreich ist bei dem Thema auch sehr, sehr vorne dran. Wir gehen jetzt mal durch die einzelnen Aktien, doch zuerst natürlich der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Ja, ich bin allgemein sehr bullish für den Sektor und ich glaube tatsächlich, dass wir hier eine Art Hype reinbekommen könnten und der Grund dafür ist, dass es einfach das mediale Interesse und die große Investitionssummen in den Sektor fließen könnten und das haben wir nicht nur jetzt aufgrund der Medien, die darüber berichten, sondern auch die EU tatsächlich hat ein Budget freigegeben von 910 Millionen Euro, die jetzt nicht alleine in den Drohnensektor fließen, sondern allgemein in innovative Defense Industry, also neue Defense Techniken, aber darunter werden auch Drohnen gelistet explizit und dementsprechend glaube ich, dass hier auch entsprechend dann einzelne Firmen noch dann größere Aufträge eventuell verkünden könnten in der Zukunft und das den Sektor allgemein einen Boost geben könnte bei den Aktien und natürlich dann dementsprechend einzelne Aktien besonders stark profitieren könnten und ich glaube, dass die Drohnenaktien zumindest einzelne noch gar nicht so gut gelaufen sind, beziehungsweise noch einiges vor sich haben. Wir gehen jetzt mal durch die Aktien durch. AeroVironment ist natürlich einer der größten Player hier aus den USA. Klar, um AeroVironment kommt man nicht drum herum. Und die werden sicherlich auch profitieren, gerade wenn man jetzt in den Bereich Kampfdrohnen investiert, ja, Drohnenwahl. Da wird AeroVironment natürlich seinen Platz haben, genauso wie die nächste Aktie Kratos. Aktuell charttechnisch sieht es natürlich so aus, als würden wir diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Ja, wir haben es hier sind gerade dabei, dieses Allzeithoch nach oben zu durchbrechen und charttechnisch sieht es einfach sehr, sehr bullisch aus, ja. Obwohl wir natürlich eine relativ hohe Bewertung haben von einem KOV von 13, ist es jetzt allerdings auch kein Grund, die Aktie jetzt zu verkaufen, ja. Ich glaube, dass wir jetzt, wie gesagt, am Anfang eines Hypes sind und da spielt tatsächlich die Bewertung erstmal eine untergeordnete Rolle. Ich glaube also tatsächlich, dass wir hier noch einiges sehen könnten in 2025, besonders wenn wir konkrete Nachrichten für Investitionen oder für konkrete Aufträge für einzelne Firmen sehen, dann werden diese Aktien natürlich durch die Decke gehen und deswegen bin ich persönlich auch breit positioniert. In verschiedenste Drohnenaktien, jetzt AeroVironment nicht, aber ich finde die Aktie dennoch spannend, weil sie eben so ein großer Player ist und wenn man hier ein bisschen diversifiziert, wer in diesen Bereich investieren möchte, der ist sicherlich bei AeroVironment ganz gut aufgehoben. In meinem letzten Video bin ich ein bisschen mehr auf die Details eingegangen. Ich möchte jetzt hier allgemein so ein bisschen schneller drüber fliegen, damit wir einfach einen groben Überblick bekommen. Wie gesagt, ich glaube, dass hier bei AeroVironment hier dieser Aufwärtstrend fortgesetzt wird und dass wir hier demnächst auch sicherlich die $400 als Kursziel sehen könnten. Das wären gut 33% nochmal obendrauf. Das traue ich dem Sektor tatsächlich zu, weil einfach die Stimmung und das Momentum einfach sehr, sehr gut ist. Bei Kratos sieht es im Prinzip genau ähnlich aus. Kratos ist natürlich auch eine Aktie, die schon extrem gut gelaufen ist. Und obwohl sie so gut gelaufen ist, hat sie jetzt sogar ein bisschen geringere Bewertung als jetzt AeroVironment, ein KV von nur in Anführungszeichen 11,2. Ja, wir sehen aber, wenn wir andere Sektoren betrachten, dass wir durchaus auch KUVs jenseits von 20 oder teilweise auch 30 haben, je nachdem, wie groß die Erwartung der Börse ist in diesem Sektor. Und wenn wir jetzt solche Nachrichten haben, wie jetzt eben diese 910 Millionen Euro, die jetzt investiert werden sollen, natürlich nicht alle komplett 100% in den Drohnensektor, aber zumindest ein signifikanter Teil, dann glaube ich, dass wir hier auch entsprechend noch deutlich höhere Bewertungsniveaus sehen könnten. Grundsätzlich, Kratos ist natürlich auch eine der Aktien, die jetzt nicht nur im Drohnenbereich tätig sind, ja, die haben auch jetzt
Bereich Hyperschallraketen etc. Also das ist so eine Defense-Aktie, die jetzt auch eine sehr, sehr moderne Technologie anbietet und sicherlich auch in den nächsten Jahren weiterhin profitieren wird. Und dementsprechend, wer die Aktie hat, würde ich sie definitiv weiter laufen lassen. Wie gesagt, es ist keine Anlageberatung, aber auf dem aktuellen Niveau hier noch reinzukaufen, wäre ich vielleicht ein bisschen, ja, sicherlich als Beimischung interessant, aber ich denke, da sind aktuell die kleineren Drohnenaktien vielleicht auch ein bisschen ein Stück interessanter. Und die Aktie, die ich jetzt als nächstes als interessanter finde, ist XL Technologies. Das ist eine Aktie, die, ihr seht hier, schon aus Frankreich kommt und die auch schon sehr, sehr gut gelaufen ist. Und die ist ein sehr, sehr gut etablierter Player eigentlich. Wir sehen es auch hier an der Umsatzentwicklung. Also wir haben es hier tatsächlich ein Unternehmen, was schon ordentlich dreistellige Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet bei einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Euro. Also ihr seht, die KUV-Bewertung ist noch hier relativ gering. Und gerade Frankreich ist ein Land, was sehr, ich sag mal, sehr positiv gegenüber dem Thema Drohnen steht. Und XL Technologies ist jetzt nach dem Rücksetzer hier auf die 20 Wochen gleitende Durchschnittslinie sehr, sehr interessant. Wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann sehen wir diese Konsolidierungsformation, ja, diese Korrektur, was ja nach so einer Rallye auch durchaus einfach normal ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier gute Chancen haben, dass wir hier diesen Boden erstmal eingezogen haben. Das heißt, dass die Aktie meines Erachtens, dass wir die Aktien meines Erachtens kurzfristig jetzt nicht mehr günstiger bekommen. Ich bin jetzt gestern am Freitag bin ich hier noch eingestiegen mit einer kleinen Position. Wie gesagt, ich bin jetzt breit gestreut. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, bestimmt, also mindestens 5 Drohnenpositionen. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Aber XL Technologies ist jetzt nach dem Rücksetzer für mich interessant geworden. Wie gesagt, die KUV-Bewertung finde ich auch entsprechend im Verhältnis gesehen noch relativ günstig und da ist definitiv noch weiter Luft nach oben. Und die Umsatzentwicklung gefällt mir. Klar kann man jetzt die Bewertung anhand des KGVs eigentlich nicht heranziehen. Ja, wir gucken es uns nur das KUV an, weil es so ein bisschen für die Bewertung und für die Vergleiche einfach besser heranziehbar ist. Und XL Technologies ist eben nicht nur im Bereich Drohnen, ja, sie haben auch so Luftdrohnen, sie haben auch im maritimen Sektor, das finde ich auch sehr, sehr interessant, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Sektor, der noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Also XL Technologies, schreibt euch gerne auf die Watchlist, schaut euch die Aktie an. Wie gesagt, macht unbedingt eure eigene Recherche. Ich finde die Aktie sehr interessant, weil sie eben auch sehr, sehr breit aufgestellt ist, schon auch wohl etabliert ist in dem Markt. Das sieht man auch in der Umsatzentwicklung. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, hier bei dem Rücksetzer eine Position etabliert zu haben. So, gehen wir mal zu Redcat Holdings. Die haben es ja auch geschafft, jetzt hier ihren Fuß in die Tür zu bekommen bei der NATO. Die haben jetzt ihre Produkte in den NATO-Katalog quasi aufnehmen lassen, also haben die Zulassung dafür gekriegt. Das steigert die Chancen natürlich ungemein, dass hier entsprechend in der nahen Zukunft auch ja, größere Aufträge reinkommen könnten. Man hat natürlich auch, oder man ist natürlich auch im Pentagon schon vertreten. Man hat starke Partnerschaften mit Palantir. Also ich finde, oder Redcat Holdings bin ich auch investiert, auch schon seit einer geraumen Zeit. Ich bin ungefähr hier eingestiegen um den Dreh. Ist, glaube ich, eine Drohnenaktie, die man im Depot haben sollte, gerade wenn man auch streut, weil sie eben auch ja, so gut aufgestellt ist und eben schon im Grunde auch etabliert ist, was ja für gerade neue Firmen im Bereich Verteidigung auch gar nicht mal so einfach ist, hier hineinzukommen. Deswegen finde ich Redcat Holdings auch so interessant. Und klar haben wir jetzt charttechnisch diese wichtige Marke, diese Aufwärtstrendlinie, wo wir eigentlich nicht runterfallen sollten. Also wenn ich die Aktie unter $10 sehe, dann würde ich sie mir nochmal anschauen, ja, weil dann ändert sich dieses Chartbild so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist alles so intakt, als dass wir hier charttechnisch eine sehr, sehr interessante Formation haben, dieses aufsteigende Dreieck. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, hier über die $14 zu steigen, $15 so um den Dreh, dann können wir auch deutlich höhere Regionen erreichen. Dann ist auch durchaus auch möglich, dass die Aktie in relativ kurzer Zeit, also ein paar Wochen, auch 100% hinlegt, bis sie auf die $30 steigen könnte. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch hier eine relativ kleine KUV-Bewertung von nur 3,6, wenn man jetzt hier die größeren Player von Kratos und AeroVironment uns ja in Erinnerung rufen, die haben wir jenseits von 10. Also hier besteht durchaus auch noch Aufholpotenzial und dieses Aufholpotenzial kann eben getriggert werden, wenn wir große Nachrichten bekommen von großen Aufträgen. Ja, das katapultiert dann so eine Aktie durchaus auch schon mal ja, einige, teilweise auch 100% nach oben. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier etabliert bin und positioniert bin im Depot.
Und ich werde hier definitiv keine Aktien verkaufen in naher Zukunft. Gehen wir mal weiter zur nächsten Aktie, Ondas. Die werde ich jetzt ein bisschen schneller besprechen, weil die ist schon sehr, sehr gut gelaufen tatsächlich. Und hier kann es auch gut sein, dass wir einfach mal so eine Aktie jetzt sehr, sehr heiß gelaufen ist, auch mal ein bisschen seitwärts läuft, beziehungsweise jetzt im Vergleich zu anderen Aktien ja so ein bisschen schlechter laufen könnte, einfach nur, weil sie einfach ja ein bisschen konsolidieren muss. Deswegen glaube ich, sollte man bei Ondas Holdings erstmal abwarten. Das ist ein kanadisches Unternehmen und dementsprechend kann man, Boston, Entschuldigung, in Boston ist das Headquarter. Es ist, glaube ich, so ein Mischkonzern aus USA und Kanada. Und dementsprechend sollte man bei Ondas vielleicht hier erstmal auf die Watchlist packen und bei einem größeren Rücksetzer dann ähnlich wie bei XL Technologies, dann kann man da zugreifen. Kommen wir zur nächsten Aktie, die meines Erachtens ein bisschen interessanter ist und das ist tatsächlich Paro. Ja, Paro ist hier im Bereich Überwachungsdrohnen sehr, sehr stark. Und wenn wir uns die Nachrichten von den Drohnen-Zwischenfällen bei den Flughäfen uns mal ja, überlegen, was hier natürlich da wichtig wird, ist zum einen natürlich Drohnenabwehr, das besprechen wir natürlich auch gleich mit Drone Shield, aber Paro Drohnenüberwachung, ja, dass wir quasi frühzeitig schon verhindern können, dass diese Drohnen überhaupt in den Himmel gelangen. Das ist natürlich auch interessant und die Aktie ist auch hier relativ human bewertet, ja, im Vergleich zu einem, also da haben wir hier auch einen KV von 3, was auch relativ hoch ist bei einem Jahresumsatz von 80 Millionen Euro jetzt für die Unternehmensgröße, aber wie gesagt, ich glaube, dass gerade die europäischen Drohnentitel jetzt hier besonders in den Fokus gerückt werden sollten. Und rein charttechnisch finde ich es auch sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt hier natürlich auch eine gute Rallye gehabt in den letzten Monaten, seit 2025. Und jetzt haben wir hier eine größere Konsolidierung gehabt, eine größere Korrektur. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier diese 200-Tages-Linie halten. Das wäre doch relativ wichtig. Und ich glaube, oder beziehungsweise wenn ich darauf wetten würde, würde ich eher sagen, dass die Aktie weiter nach oben geht. Gerade eben auch, weil dieses Umfeld aktuell sehr positiv ist. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Paro hier vielleicht ein bisschen langsamer läuft, weil eben auch die Korrektur so ein bisschen stärker war. Ja, also glaube ich, dass hier das Momentum noch ein bisschen schwächer ist als bei zum Beispiel bei der nächsten Aktie, die auch sehr, sehr interessant ist. Dragonfly. Aber Paro meines Erachtens durchaus hier eine Aktie, in die ich auch positioniert bin. Ich bin aktuell leicht im Minus, aber ich glaube, dass die Aktie hier, gerade auch, weil sie eine Marktkapitalisierung von 250 Millionen Euro hat, durchaus noch einiges an Potenzial hat. Und was ich ja auch gemeint habe am Anfang des Videos, so ein Hype, wenn wir einen Hype reinbekommen, dann sind deutlich höhere Bewertungsniveaus durchaus üblich, ja, also da spreche ich dann von Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde für verschiedenste Aktien. Und dementsprechend glaube ich, dass wir hier auch einiges an Potenzial haben. Klar, ist es so ein Hype dann eine kurzfristige Sache, aber ich glaube, wenn man jetzt hier dann auch Gewinne mitnimmt in dem Hype, dann glaube ich, kann man hier einiges an Gewinnen einfahren im Depot. Und deswegen habe ich die Aktien jetzt hier quasi in diese regulären Videos aufgenommen. Ja, wir werden diese Videos also entsprechend regelmäßig dann natürlich besprechen und werden hier am Ball bleiben. Und Paro, glaube ich auch, dass wir hier in den nächsten Wochen auch eine gute Chance haben, hier über diese 10 Euro zu steigen. Und dann wird auch das Thema von diesem Allzeithoch ist nicht, aber Zwischenhoch hier bei 14 Euro wieder relevant. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie, die ich auch, für die ich auch sehr, sehr bullish bin. Und Dragonfly finde ich aus mehreren Gründen sehr, sehr, sehr bullish. Zum einen haben wir eine Marktkapitalisierung, die sehr, sehr gering ist, 36 Millionen Euro. Das macht es natürlich riskant. Also das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Sehr, sehr kleine Unternehmen, also Micro-Cap-Unternehmen im Grunde. Die sind natürlich riskanter als jetzt eine AeroVironment, ganz klar. Also das muss jeder wissen, das möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen. Aber Dragonfly finde ich entsprechend interessant, weil sie eben auch schon ja, an der Ukraine beteiligt sind. Ja, die haben hier eine Schulungsvereinbarung. Also die sind schon etabliert an der Ostflanke und ich glaube, dass Dragonfly hier auch gute Chancen hat, hier dann bei dem NATO-Ost-Drohnenwahl entsprechend gut zu profitieren und stark zu profitieren. Und ich habe ein Interview vom CEO gesehen, der auch sehr, sehr bullish war und das könnt ihr euch auch gerne mal auf YouTube mal recherchieren. Vielleicht suche ich es mal raus und packe es in die Videobeschreibung. Und auch charttechnisch finde ich die Aktie sehr, sehr interessant. Die sieht so also sehr, sehr stark danach aus, als würde sie dann entsprechend auch hier gute Chancen haben, hier auszubrechen. Und wenn wir hier über diese $7,20 sind es ungefähr ausbrechen, dann sind noch deutlich höhere Niveaus drin. Ja, so die nächsten Widerstandszonen sind dann 8,80. Aber ich denke, dass wir hier, eben weil wir auch so eine geringe Marktkapitalisierung haben,
durchaus auch Chancen haben, dass wir dann hier, vor allem wenn dann neue Aufträge verkündet werden, dass die Aktie durchaus Chancen hat, sich hier zu vervielfachen. Es ist natürlich riskant, ja, ganz klar, muss auch nicht so kommen, aber ich bin da recht bullish, ich bin da auch relativ gut positioniert im Verhältnis zu anderen Aktien tatsächlich. Also ich habe Dragonfly ein bisschen mehr gewichtet. Auch hier haben wir jetzt eine Marktkapitalisierung von im KUV von 10, das ist schon relativ viel, aber wir haben natürlich auch jetzt hier einen sehr, sehr geringen Umsatz, deswegen ist die Bewertung auch hoch. Und ich glaube, dass dieses Umsatzwachstum entsprechend noch deutlich ansteigen wird. Dragonfly ist gerade dabei zu planen, wie sie die Produktion weiter vergrößern können in der nächsten Zeit, also stark vergrößern können. Und ich glaube, dass hier in der nahen Zukunft, aber auch langfristig betrachtet, hier noch einiges drin ist. Genau, deswegen finde ich, Dragonfly ist eine der Aktien, die man definitiv hier auf dem Schirm haben sollte, die charttechnisch sehr, sehr interessant aussieht. Und auch natürlich gerade im Thema NATO-Ost, weil man hier im Fokus behalten sollte, dass hier eventuell auch Aufträge reinkommen könnten. So, gucken wir uns mal die nächste Aktie an, die ich auch interessant finde, weil sie jetzt eben nicht direkt so Drohnen an der Front ist quasi, sondern eben nur Zulieferer ist. Und das ist Unusual Machines. Die haben es hier geschafft, jetzt hier aus dieser Abwärtstrendlinie zu brechen. Ich hoffe, dass wir hier ich sehe da ganz gute Chancen, dass wir diesen Aufwärtstrend halten, dass wir nicht unter 12 Dollar fallen bei der Aktie und dass wir hier entsprechend auch dieses letzte oder dieses Allzeithoch, was wir hier gesehen haben, bei gut 23 Dollar, dass wir das auch in naher Zukunft sehen könnten und dass wir hier gerade im Bereich Drohnen, dass es auch eine Aktie ist, die hier eine ganz schöne Jahresend-Rallye hinlegen könnte. Bin gespannt, was da für Nachrichten noch kommen in der nahen Zukunft und die Aktien sind schon ganz gut gelaufen, klar, aber ich glaube, dass hier, wenn der Newsflow weiter anhält, dass hier noch einiges drin ist und dass wir dann entsprechend auch danach ganz gut profitieren könnten. So, kommen wir mal zu DroneShield. Und DroneShield ist tatsächlich eine Aktie, die auch schon sehr, sehr gut gelaufen ist, aber die auch meines Erachtens noch das Beste vor sich hat. DroneShield ist natürlich, gerade wenn das Thema, das zweite Thema, also die Drohnenabwehr, ist DroneShield natürlich ganz weit vorne. Und DroneShield möchte jetzt aktuell auch eine Produktion in Europa aufbauen, eine Produktionsstätte. Das heißt, man positioniert sich ganz klar hier in diesem Markt in Europa. Und ich glaube, wenn man jetzt hier schon quasi plant, eine Produktionsstätte aufzubauen, dass da schon mehr im Köcher ist, also dass da schon entsprechende Aufträge warten, die noch nicht veröffentlicht sind. Ja, das ist natürlich meine Spekulation, aber ich glaube, man würde nicht ins Blinde hinein einfach eine Produktionsstätte bauen und planen, wenn da nicht schon ein bisschen was besprochen worden wäre. DroneShield ist natürlich jetzt hier, was die Bewertung angeht, auch schon relativ hoch, klar, aber dementsprechend wird auch ein gutes Wachstum eingepreist. Wir haben auch einen sehr, sehr guten Auftragsbestand, ja, das waren auch bei den Quartalszahlen. Die waren entsprechend auch positiv, der Ausblick war positiv und die Aktie setzt zumindest charttechnisch oder so sieht's aus, dann setzt daran an, hier dieses Zwischenhoch anzulaufen. Bei 4 australischen Dollar oder in Euro umgerechnet so 2,50 €. Und ich glaube, dass wir hier auch bei DroneShield dann dieses Allzeithoch entsprechend dann auch knacken werden. Und wie gesagt, DroneShield bin ich auch schon relativ lange positioniert, seit 60 Cent. Ich werde auch die Aktie, obwohl sie schon so gut gelaufen ist, weiterhin nicht verkaufen, weil ich eben auch glaube, dass da noch einiges drin ist. Wir haben jetzt zwar hier schon eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden australische Dollar. Das ist ungefähr so 2 Milliarden Euro, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, dass hier gerade DroneShield an erster Stelle oder mit einem großen Stück vom Kuchen abbekommen könnte, gerade was das Thema Drohnen angeht, weil sie eben darauf spezialisiert sind. Genau, das ist DroneShield. Ich sehe die Aktie sehr, sehr positiv. Und die Aktie, die ich euch jetzt als nächstes vorstellen möchte, die ich jetzt neu gefunden habe, das ist die DroneVault. DroneVault ist auch eine europäische Aktie, eine europäische Drohnenaktie. Man ist hier im Bereich vor allem Sicherheit und Überwachung tätig, also ist nicht gerade direkt militärische Drohnen, aber eben Überwachungsdrohnen. Und man bezeichnet sich selber als den französischen, also führende französische Firma im Bereich UAVs, also Drohnen. Eine sehr, sehr interessante Firma, natürlich auch eine kleine Firma, das muss man auch dazu sagen, ja. Dementsprechend natürlich auch ein Risiko vorhanden. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 45 Millionen Euro.
Und dafür haben wir aber einen Jahresumsatz von 32. Also die Aktie ist tatsächlich im Verhältnis gesehen zu den anderen relativ günstig bewertet. Und wenn wir jetzt hier eben in dieses positive Marktumfeld haben, dann ist es, glaube ich, eine Aktie, die aktuell noch deutlich unter dem Radar läuft. Und wenn wir mal annehmen, dass hier die Aktie eventuell auch die gleichen Bewertungsniveaus erreichen könnte, also ein KV von 3, dann haben wir hier eventuell eine Aktie, die sich in der nächsten Zeit, ich weiß nicht genau wann, aber ich sag mal so in der kurzfristigen Perspektive in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein halbes Jahr, durchaus bis zu versechsfachen könnte. Also hier ist, glaube ich, eine Aktie, die man hier vielleicht noch so ein bisschen unerkannt ist, und deswegen wollte ich sie euch unbedingt mitbringen. Und ja, ich werde jetzt hier am Montag dann die Aktie ins Depot kaufen. Eine kleine Position, ja klar, weil es ein kleines Unternehmen ist, dementsprechend auch das Risiko ein bisschen gering halten durch ein kleineres Investment. Aber ich finde es eben interessant, weil die Aktie so gering gewertet ist und ich glaube, dass die Börse die Aktie aktuell einfach nicht auf dem Schirm hat. So, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Aktien haltet, besonders von DroneVolt, das würde mich interessieren. Kennt ihr vielleicht noch weitere Drohnenaktien, gerade aus Europa, die ich jetzt nicht angesprochen habe, beziehungsweise die ich jetzt hier nicht aufgelistet habe auf dem Titelbild? Ja, das würde mich interessieren, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, das würde mich freuen und den Kanal natürlich unterstützen beim Wachstum. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.